kann man sicherlich genauso wenig kaputt machen wie mit Plastik. Ich hasse dieses Licht. Hallo Freunde des gepflegten Leistungssports, herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Wie ihr sehen könnt, geht es heute um die Schuhe. Und zwar bekomme ich ganz oft die Frage gestellt, welcher Schuh ist denn jetzt eigentlich der beste für mich? Wir haben zur Wahl Adidas und wir haben zur Wahl Nike und werden das, beziehungsweise wir haben es schon ein bisschen getestet. Und damit keiner sagen kann, naja klar, der Max macht für Nike Werbung, habe ich mir eine gute Freundin eingepackt, die Helene Fiedler, die ihre Erfahrungen einfach heute mit mir und mit uns teilen wird. Zu aller Anfang gibt es da so ein paar Fragen, die ich mir stelle, wenn ich einen neuen Schuh vor die Nase gestellt bekomme. Und das ist zuallererst die Fersenhöhe, die eine große Rolle spielt. Dann die Stabilität, wie sieht es mit der Sohle aus, wie ist die Verarbeitung? Die Verarbeitung im Allgemeinen. Ist es Leder, ist es Synthetikleder, wie wurde da gearbeitet? Das Gewicht spielt eine Rolle meiner Meinung nach und zum Schluss natürlich die Optik. Bei dir? Genau, also für mich spielt eine Rolle, dass ich Stabilität habe, dass ich festen Stand habe, die Höhe vom Absatz auf alle Fälle. Ich bin ja klassisch nur im Bodybuilding-Sport und treibe nur Kniebeugen jetzt und kein Reißen oder Stoßen, wo ich abspringen muss. Und von daher ist mir der Stand sehr wichtig. Genau. Gut, Punkt Nummer 1 ist die Ferse. Und zwar ist bei Nike, also man liest 1,9 cm. Ich muss dazu sagen, ich bin die 1,9 cm tatsächlich auch schon ziemlich krass gewöhnt, weil ich seit 6 Jahren schon mit den Romaleos hebe. Deswegen spüre ich das sofort, wenn sich irgendwas ändert. Die Höhe der Ferse spielt für die eine große Rolle, die mit ihrer Mobilität im Fußgelenk, ich sage jetzt mal, Schwierigkeiten haben. Deswegen an der Stelle schon mal gesagt, wer da nicht so ganz mobil ist, dem empfehle ich hier schon der Romaleos 2, weil die Ferse hier höher ist als bei dem Adidas. Als bei diesem Adidas, das ist der Powerlift. Hier ist die Ferse, glaube ich, nur 1,5 cm hoch. Und wie man im Video sehen kann, habe ich Probleme, wenn ich eine tiefere Sohle habe, also einen tieferen Spann, dass ich so ein bisschen nach hinten kippe, ne? Weil ich bin es gewöhnt, dass ich hinten ein bisschen höher stehe und wenn ich plötzlich tiefer stehe, habe ich da so meine Probleme. Bei mir ist es genau umgekehrt. Ich bin etwas immobil im Sprunggelenk und habe jetzt die Schuhe gehabt vorher, die Adipower. Und seit einem Jahr ungefähr bin ich jetzt auf die Romaleos umgestiegen und kann sagen, ich hatte halt mehr diesen Vortritt, also dass ich mich mehr auf den Fußballen mein Gewicht verlagert habe. Und seitdem ich die Romaleos nutze, hat es quasi eliminiert. Ich stehe sehr stabil in den Schuhen und habe diesen Vordrang nicht mehr. Stabilität. Wenn man Gewichtheben macht, für mich als Gewichtheber natürlich elementar wichtig, wie stabil stehe ich in dem Schuh. Und wenn man sich hier die Sohle anguckt, da kann man halt tatsächlich auch nichts machen. Die ist aus Plastik, besser geht's nicht. Ich habe mich belesen, diese Brücke hier unten nennt sich Honeycomb System, ist glaube ich abgeleitet von den Honigwaben der Bienen, die ja auch eine ganz spezielle Form haben und für Stabilität sorgen sollen. Und wenn ich mich jetzt mit der des Powerlifters beschäftige, sehe ich hier an der Seite schon, dass ich da die Sohle ein bisschen hochdrücken kann. Und das macht mir persönlich ein bisschen Sorgen. Also mein erster Schuh war auch ein Adidas und der hatte sogar noch eine Holzsohle und die ist sicherlich genauso stabil wie die aus Plastik vom Romaleo 2. Spielt für mich eine große Rolle und wie gesagt, wenn ich hier ein bisschen an der Seite drücke und es gibt schon nach, macht mir persönlich jetzt ein bisschen Sorgen. Genau, Stabilität geht weiter im Schuh selbst. Ich bin der Meinung, im Romaleos 2 steht man wie gegossen und es gibt, glaube ich, nichts Besseres, was mir da so ein bisschen das Gefühl von Stabilität und Sicherheit gibt. Wenn ich hier reinfahre, merke ich halt, dass bei dem Powerlift von Adidas die Wände relativ dünn sind. Und da wiederum stelle ich mir die Frage, wie lange hält das, wenn man, sage ich mal,
hier relativ schnell durchkommt von der Reibung. Der Romaleo ist ja, dick, stabil. Ja, Da mache ich mir gar keine Sorgen. Also das Erste, was mir auch aufgefallen ist, als ich den Romaleo angezogen habe, war auf alle Fälle, dass man sehr steif dort drin steht. Also mit denen kann man noch relativ bequem rumlaufen, wie ein Sportschuh vergleichbar. Beim Romaleo ist es schon so, man läuft ein bisschen ungewohnt, vielleicht so ein bisschen bauernmäßig. Und auf alle Fälle kommt das durch die Stabilität und es ist wirklich, als wäre man in Zement gegossen und man steht wirklich sehr stabil beim Kniebeugen. Und für mich gibt es ein sichereres Gefühl, wenn ich beuge. Und also ich möchte nie mehr tauschen auf die Adipower. Was mir auch aufgefallen ist, der Romaleo 2 hat 2 Riemen. Also ich gehöre nicht zu den Gewichthebern, die da nochmal richtig festziehen. Aber ich kenne ganz viele, bei denen steht dann zum Teil dieser Riemen hier bis hier unten quasi drüber, weil sie einfach versuchen, so viel Blut wie nur möglich abzudrücken. Warum auch immer. Das geht natürlich bei dem Adidas nicht so gut, weil wir haben hier nur einen Riemen. Und der ist für die Stabilität im oberen Fuß, sage ich mal, relativ gut, aber hier unten bin ich halt, ich sage es mal, relativ instabil, wenn ich darauf stehe, das Ding richtig festzuzurren. Weiß nicht, ist dir das wichtig? Nee. Dir ist es egal. Mir ist es Alles egal. klar. Also es muss halt fest sein und wie gesagt, mit den Romaleos, da steht man wirklich bombenfest und für mich war das die beste Entscheidung, auf die zu wechseln, als wenn ich jetzt weiter mit denen beuge. Natürlich ist es immer gut, wenn man mal den Vergleich hat, weil sonst weiß man ja nie, was besser ist. Und von daher probiert einfach mal die Romaleos 2 aus, wenn ihr die Adipower bisher nutzt und macht euch ein Bild davon. Wäre meine Empfehlung. Gehen wir weiter Richtung Verarbeitung. Der Nike hat ein Synthetikleder, das einen relativ soliden Eindruck macht. Ist dazu noch genäht und geklebt ist eigentlich nur die Sohle. Aber ich habe mit meinem 5 Jahre gehoben und hatte dann nie Probleme. Im Vergleich dazu hatten wir vorhin schon, das hier ist glaube ich auch ein Synthetikleder, beziehungsweise hier mehr so Plastik, ist auch genäht. Ich denke, da steht der Adidas dem Romaleo ziemlich nahe. Das Einzige, was mir jetzt aufgefallen ist, und das sind auch wieder Erfahrungswerte, sind die Ösen, durch die die Schnürsenkel gespannt sind, aus Metall. Und ich kenne das von meinen Adidas-Schuhen, dass wenn man da lang genug oder oft genug die Schnürsenkel zumacht, dass sie irgendwann so ein bisschen aufdröseln und dann ist da natürlich akute Gefahr eines Schnürsenkelrisses. Und das ist natürlich speziell vor dem Wettkampf extremst ärgerlich, weil dann hat man so einen Schnürsenkel, der gefühlt 5 cm lang ist und den muss man irgendwie binden, wenn man da keinen Ersatzschnürsenkel zur Hand hat. Relativ doof. Deswegen wäre ich da ein bisschen vorsichtig. Im Vergleich dazu beim Romaleo 2 gibt es keine Ösen, das sind so Stoffschlaufen, genau. Stoffschlaufen. Da kann nicht viel passieren. Und ich habe jetzt auch noch nicht gehört, dass sich hier irgendein Gewichtheber da die Schnürsenkel aufgerissen hat. Das ist das, was mir aufgefallen ist. Und noch irgendwas? Ich habe nichts mehr hinzuzufügen. Nichts mehr hinzuzufügen, das ist gut. Der Romaleo 2, er ist auf jeden Fall schwerer als der Adidas. Und je nachdem, ich bin zum Beispiel ein Typ, ich mag es, wenn er ein bisschen schwerer ist, weil ich dann tatsächlich das Gefühl habe, ich stehe drin. Und die Optik, weiß nicht, kannst du vielleicht was zu sagen? Spielt das für dich eigentlich eine große Rolle? Optik ist wichtig, ja, auf jeden Okay. Fall. Also die Farben finde ich auf alle Fälle cool, die es von den Romaleos gibt. Diese knalligen und diese ineinander verlaufenden Farbverläufe finde ich sehr cool. Und ja, obwohl ich auch gern meine schwarzen trage. Die passen zu allem. Schwarz geht immer, Mädels. Passt zu jedem Outfit. Und man hat halt die größere Auswahl auf alle Fälle. Also ich sage mal ganz vorsichtig, mir ist die Optik nicht ganz so wichtig. Hauptsache er funktioniert. Aber klar, wenn es eine geile Farbauswahl gibt, dann nehme ich natürlich den schöneren. Und ich hebe aktuell mit diesem Giftgrün. Vermutlich werde ich auch weiter mit Giftgrün heben. Passt auch zu allem. Und ja, gut, lassen wir mal so stehen. Einfach schwarz mit ein bisschen grau. Oder blau und rot. Ja, wobei das ja noch ein bisschen kreativer ist als das.
Aber ich verpacke das mal in diesem Qualität vor Aussehen und deswegen spielt es für mich nicht ganz so eine große Rolle, wenn ich einen Romaleo 2 habe. Ja, das soll es auch schon gewesen sein. Ich rate euch zum Romaleo 2. Das liegt nicht nur daran, dass wir Gewichtheber von Nike ausgestattet werden, sondern das sind auch so ein bisschen Erfahrungswerte und wir haben es ja auch getestet im Video. Damit macht ihr nichts falsch. Er ist zwar ein bisschen teurer, aber dafür habt ihr auch gut was. Ja, und im direkten Vergleich habe ich es immer wieder in den Adipower gehoben und bleibt weiterhin bei den Romaleos. Ja, klare Entscheidung. Jetzt liegt es an euch. Erstens, wird es ein Nike oder wird es ein Adidas? Und zweitens, gefällt euch das Video, gerne Daumen hoch, gefällt euch das Video nicht, gerne Daumen hoch. Freut mich, dass ihr zugeschaut habt. Erzählt euren Großeltern, dass sie jetzt auf jeden Fall genau wissen, welchen Schuh sie zum Squatten nehmen oder zum Gewichtheben. Und ja, damit würde ich sagen, danke an Helene für deine Expertise, für deine Meinung und euch noch frohes Heben.